Willkommen zurück. Ich gehe jetzt mit Karlach noch mal kurz zum Schmied zurück, weil ich habe vergessen, dass sie ganz viel Zeug noch im Inventar hat, was wir verkaufen können. Und sie hat noch ein infernalisches Eisen und auch daraus kann Damon was machen. Phew. Bleib stehen. It's you. What are the odds? So glad you're all right. Well, as all right as any of us. A makeshift hut. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Hatten wir den Dialog im Prinzip nicht schon? Wir waren gerade bei... Egal. Interessantes Arbeitsmaterial. Was meint ihr damit? I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But no one has earned my trust, if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I could sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Das klingt gut. Ich glaube, ich habe Material gefunden, mit dem ihr arbeiten könnt. Was könnt ihr daraus machen? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Dann machen wir was Schönes. There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Kaputte Höllenlichtrüstung? Wieso ist sie kaputt? Warte, was ist denn kaputt? Ist da den Teil geschmiedet? Okay. So, das ist schwere Rüstung, Rüstungsklasse 18. Wenn du von einem Gegner im Abstand von bis zu 2 Metern getroffen wirst, absorbiert sie möglicherweise 1 bis 4 Feuerschaden. Können wir Lae'zel geben? Weil Karlach kann sie nicht tragen, weil er keine schwere Rüstung trägt. Schattenherz hat die Adamantrüstung. Mal schauen. Need anything? Und dann kriegst du noch das ganze andere. Ja komm, ich trenne mich mal. Jedenfalls kaufen wir es zurück. So, Münze, Rauchpulverdingens, das kann sie auch behalten. Apropos, das kann sie auch behalten. Falls ich bei irgendwem Strahl der Furcht und verwundeter Strahl haben möchte, könnte ich das eigentlich machen. I'll be here if you need anything else. Die Farben gehen ans Lager. So. Das können... Ja, komm, das schicke ich auch ans Lager gerade mal. Wieder schön übersichtlich, so sollte es sein. Für mich. Und dann gehen wir ins Gasthaus. Need to find a way forward. The Last Light Inn does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. Macht aber keiner, die ertragen alle Waffen. Nee, will ich nicht haben. Was?
Aloenöl. Dieses Öl aus der bekannten Sukkulente ist auf Reisen etwa so nützlich wie rote Pappnasen für einen Clown-Protestgruppe. Aber das ist das Öl, was sie meinte, oder? Ja, tatsächlich Aloeöl. Schmierige Prahlhandstiefel. Und die sehen echt doch ganz schick aus. Aber das sind keine, weil sie manchmal richtigen Stiefeln verglichen werden. Das sind nicht diese, was man im Camp anziehen kann. Ich brauche auch mal neue Schuhe, ne? So now what? We just wait. Dunkelmaul der Böse. We wait. Wait till we join the fight against Is that Darkmoor the Wicked? I don't believe it. Anscheinend müsste man den kennen. His territory ran from the Wood of Sharp Teeth to Cloakwood. It took half an army to drive him out. How did he end up here? That's Darkmoor the Wicked. Imagine meeting him in the flesh. Or rather, in the hide and stuffing. Everything from the Wood of Sharp Teeth to Cloakwood was his hunting ground. Until a small army rallied to take him down. Da wird sich jemand voll die krasse Info hier über so einen ausgestopften Bären kriegt. What a day. Wait, that bear? Darkmoor the Wicked? The terror of Cloakwood? You stole away more children than any vampire. And look at you now. Ja, Astarion, ne, pass auf. Das passiert, wenn man zu viel Kinder stiehlt. Darkmoor the Wicked! Legendary King of the Forest! Legend has it, his kingdom ran from the Wood of Sharp Teeth to Cloakwood. How'd he end up here? Merkt euch das alles, das wird am Ende geprüft. Gästeverzeichnis. Jora und Claudette Amster. Jesus Dominguez, keine Ahnung. Kann kein Spanisch. Grauauge der Greise. Atina Duchamp. Elo, ich bin auch da. Uhur. Bu und Begleitung. Der mysteriöse Herr Plack. DJ Mulligan. Okay. Der letzte ist eigentlich interessant. Das, glaube ich, ja, wenn ich mich nicht irre. Das sehen wir gleich noch. So, das ist Shahira. Und da ist seine Majestät. Und hier ist Alfira. Wir kennen sie auch aus dem Hain, die Bardin. So, rede ich jetzt erst mit Shahira? Ja, kann ich eigentlich machen. Please, be welcome. Have a drink. Oh, my gods! To your very good health. Auf eure geschätzte Gesundheit. Heilkunde. Erst am Wein schnuppern. Entschuldigt meine Freundin Karlach, sie ist nur aufgeregt, euch kennenzulernen. Ich bin nicht durstig. Wir schnuppern mal an dem Wein. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich mich fragen würde. Aber es verdirbt das Vertrauen. Den Wein trinken, den Wein ablehnen. Indulge me. Bottoms up. Wir haben hier eh schon alles Well over a erzählt. century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you.
isn't it? Jetzt weiß ich, warum ihr meinen Wein gewürzt habt. Ja, der Parasit gibt mir Kräfte, die ich noch nie hatte. Er verbessert mich. Rettungswurf. Du weißt, dass du unter den Einfluss der Droge stehst, trotzdem versuchen zu leugnen, dass die Larve irgendeinen Einfluss auf dich hat. Barde. Ich habe seit dem Absturz so viel getan. Wer kann sagen, dass die Larve ist, die mich verändert hat? You speak frivolously. I do not believe you grasp the cost of what we're dealing with. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Ihr könnt mir vertrauen. Ich dachte, ich wäre die Antwort auf eure Gebiete. Ich bin daran interessiert, meine eigene Haut zu retten, nicht eure. Ob ihr mir traut, ist nicht von Belang. Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Wenn er zurückgekehrt ist, habt ihr beim ersten Mal vielleicht nicht hart genug getroffen. Wer ist er? Geschichten von Untoten sind oft übertrieben. Seid ihr sicher, dass ihr ihn getötet habt? Believe me, he was well and truly dead. I locked his corpse in the Thorn Mausoleum myself. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Nun, was habt ihr im Sinn? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Ketherics Tage sind gezählt, dafür werde ich sorgen. Ihr wollt meine Infektion ausnutzen? Ich will davon geheilt werden. Aber dazu müssen wir erst zu den Türmen, soweit wir wissen. Die meiste Arbeit bleibt dann ja wohl an mir hängen. Bade, die ruhmreiche wahre Seele Salome, wird der Auftritt meines Lebens sein. Without a cure to your infection, that lifetime might become rather limited. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Okay, sie will mal Wein mit mir trinken. Im Sinne von, ja, sie will immer drauf aufpassen, dass wir uns nicht doch noch verwandelt haben. Wie erreiche ich ihn? Die Türme sind von Schatten umgeben. You're not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive.
She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Genau. Also, wenn man keine Mondlichtlaterne hat, so wie die das drinne, der den Konvoi angeführt hat, bleibt noch die Isobel. So. Und da haben wir auch zwei bekannte Gesichter hier. Moll und Raphael. Eine interessante Kombination. Your move, Moll. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the night goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Moll's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. Okay. Fall zurück, schützt vor allem eure Königin. Ihr solltet nicht mit ihm spielen, er ist ein Teufel. Tut mir leid, Mädel, ich habe noch nie Landsbrett gespielt. Das Brett wird zufällig in Molls Richtung schubsen. Kalimshan fiel, weil der Adel übermütig wurde, den König unter Druck gesetzt hat. Ich sag mal das. My, the Thescan double counter gambit. Vicious. Exactly what I would have done. How's that for Kalimshan rules? Brava. Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. The Thescan move suggestion was inspired. I had no idea you played. Und die Liste meiner zahlreichen Talente würde bis Avernus und zurückreichen. I can most certainly believe it. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Now, let's talk about you. I sense there's something you want to ask me. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business. Devil. A long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. Wovon redet ihr, Astarion? Was für Narben? Das ist jetzt problematisch, weil ich tatsächlich nicht weiß. Weiß mal eine Bardin von den Narben? Wir hatten, glaube ich, die Szene mit dem Spiegel. Müsste sie dann... Nee, stimmt, da war ja nicht... Wir hatten keine Narbenszene, ne? You haven't told them? And you've kept your clothes on this whole time. How unlike you.
Why not let them see? Don't be shy. God damn it. Don't worry. I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Well, now you know. Ja, und sein Meister hat damit ganze Arbeit geleistet. Warum habt ihr nichts gesagt? Ich hätte euch helfen können. Götter, das müssen qualvolle Schmerzen gewesen sein. Und meine Bardin ist, glaube ich, sehr empathisch, sie sagt das ja. Cazador worked on it from dusk until dawn. All with an ancient blade he called his needle. Cutting and tearing. Starting over if I screamed or winced too much. It was a rough night. But what's done is done, so how about we stop talking about it and just get on with things? Although I should probably get dressed first. Nicht nötig. Wegen mir musst du das... Schade. Das Blut hat er sich auch gleich wieder ins Gesicht gespritzt. Okay. Ein bisschen Hintergrundinfo über Astarion. Und ich finde auch, umso mehr man von seiner Story erfährt und von ihm erfährt, umso schwieriger ist es eigentlich, nicht für ihn Empathie zu empfinden. Obwohl ich weiß, dass es auch Leute gibt, die Astarion nicht leiden können. Best be on my way. So, ich glaube, hier geht's raus. Genau. Nicht so die Aussicht, weil, gut, wir haben ja diese Kuppel hier von der Isobel. Die Kuppel, die uns schützt. Vor den Schatten. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Ihr glaubt, ein paar Schatten könnten mich besiegen. Gut, dass ihr es auch geschafft habt. Was für ein Fluch. It wasn't the curse that did us in. We were ambushed out in the darkness by cultists. We surrendered, but that wasn't enough for them. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first, then his tongue. Ich hatte extra ein paar Namen gelesen von den Tieflingen, die wir gefunden haben, deren Leichen. Ich glaube, Asherak war dabei. War das die Gruppe? Wie habt ihr überlebt? Es tut mir leid. Some of us fought back, or tried to, but it was hopeless. All I could do was run. Gut, dass ihr weggelaufen seid. That means a lot, coming from you. You always seem to take everything in your stride. How do you do it? How do you keep going? Würfelglück. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Haltet durch, es wird schon werden. Also ich versuche ja immer meine Badenantwort zu geben. Macht einen Schritt nach dem anderen. Ich bin mehr so der Mensch eigentlich. Macht einen Schritt nach dem anderen. Ich sag Bescheid, wenn ich es herausgefunden habe. Oder das. Aber ja, das ist so kitschig, das müssen wir sagen. Heart's Requiem, right? The hero survives a war and rebuilds her life, stronger than ever. A tale worth remembering. Especially now. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Gut, sie hat das, dadurch, dass sie auch Bardin ist, hat sie das jetzt zu schätzen gewusst, dieses Zitat. Keine Sorge, ich werde sie schon finden. Thank you.
If anyone can manage it, you can. Just be careful out there, all right? I can't handle anyone else dying. Ich gebe mein Bestes. Wir müssen wieder Tieflinge retten. Sollen wir nochmal mit Moll reden? Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. No, kid. No. Raphael ist ein echter leibhaftiger Teufel. Du und deine Seele sind in Gefahr, Moll. Wenn Raphael dir einen guten Handel angeboten hat, solltest du ihn annehmen. Du musst dich von Raphael fernhalten. Seine Angebote sind Gift. Ich versuche es mit Überzeugen. Shit. Echt ein Punkt hat mir gefehlt. Erneut öffnen. You aren't joking. Oh, I kind of believe him more now than I did a minute ago. Was genau hat er dir angeboten? Protection for me and my kids, that's all. Her smile is broad, her eyes twinkling, her face the very picture of innocence. She's clearly lying. But I haven't accepted nothing yet. Sounds like you're in deeper than I am. Ach ja, Moll ist, glaube ich, sowieso scharfsinniger als wir alle. Ich glaube, die kommt damit schon klar irgendwie. Bade Überzeugung. Teufel, die was auf sich halten, spielen nicht mit so geringen Einsätzen, Moll. Was hat er wirklich angeboten? Aber meine Baden probiert halt trotzdem. He said he could get me and my gang to Baldur's Gate. I reckon he can do it too. Don't care what your law says. And also, when we get there, I'd be head of the Thieves' Guild. Was passiert dann mit dem aktuellen Anführer? I don't know. Devil stuff? What matters is I can keep my kids safe. Everyone else has let them down. But I won't. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Gave up the fight. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Ja, sie ist sowieso schon so eine kleine sture Teufelin. Und ja, sie hat uns den Hinweis gegeben, Zevlor ist abgehauen. Er hat die Tieflinge im Stich gelassen. Nachdem wir sie alle aus dem Hain befreit haben. Karlach will reden, wahrscheinlich über den Deal. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact mistakes you made. And knowing there's absolutely nothing you can say to change their mind. Ja. Then again, Moll's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. Ich glaube auch Moll ist so ein Charakter, der kannst du nicht sagen, was sie tun soll. Sie muss selbst drauf kommen. Das wird sie. Sie ist clever, beängstigend clever. True enough. She'll go far in the city. We've just got to get her there safely. Ja. Aber ich meine, wenn wir den Fluch brechen. What now? Du kannst mal die Fackel runternehmen. Ich glaube, der Arm tut schon weh. Dann hat sie ja noch bessere Chancen. The colors are faded, but the words are not. An ale between friends is worth 10 cups of tea. Das ist ein Hafner. Danke, dass du mir die Tür aufmachst.
So, hier kann ich ein bisschen looten, ohne dass das jemand stört. Oh, war da noch was? Was hätte Karlach hier wahrgenommen? Wahrscheinlich wieder so ein loses Dielenbrett oder sowas. Mist. Okay. Oh, ja, warte. Lose Planke. Der Schneesturmring. Wenn der Träger Kälteschaden bewirkt, verursacht er zusätzlich einen Kreis aus Eis. Das müssen wir Gale geben. Er hat ja auch den Eisstab. Und ich mach schon mal mit Tieren sprechen. Oh, ich glaube, ich hatte es sogar noch eher. Denn da schleicht doch eine Katze. Hiss! I say hiss! Hiss. Ganz ruhig, Kätzchen, ich will dir nichts Böses. Was hat dir denn die Schnurrhaare zerrauft? This is my territory and you're in it. Tut mir leid, ich bleibe auf Distanz. Meine Absichten sind lauter, ich will dich nur aus der Nähe bewundern. I'll allow it. Du bist ja ein ordentlicher Bursche. Wie bist du hergekommen? Die Katze still bewundern. Ich kennst dich auch mit der Welt aus. Hast du irgendwas Interessantes mitgekriegt? Ich weiß, man kann, glaube ich, hier nur eine Sache machen. Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. I slinked, of course. Eingeschlichen. Schön, dass ich alles sagen konnte. Katze, dann bewundern wir sie noch still ein wenig. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. Seine Majestät. Eine sehr beliebte Katze in diesem Spiel übrigens. So. Ja. Rieselt Dreck von der Decke. Dann haben wir hier noch einen Raum. Und hier haben wir auch einige bekannte Gesichter. Die Beraterin Florek, die wir, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, getroffen haben in Orkins Ruhe, dieser brennende Außenposten, die uns auch darüber unterrichtet hat, dass der Raven Guard entführt wurde. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. We believe the cultists have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in. Noch nicht, also eigentlich schon. Wir müssen nur mit der Klerikerin, mit der Isobel reden und dann reinmarschieren und uns als wahre Seele ausgeben. Was ist denn mit dem Typen auf der Pritsche, mit dem ihr gerade geredet habt? Isabel cleared this place and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Was könnt ihr mir über Isobel sagen? Cleric of Saluna. She's got a room upstairs if you want to meet her. Just don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow-free. Ja, das, ja, sollte man sich merken. Ich will mit ihm reden. Wouldn't we all? I'm not even sure he's fully conscious, but feel free to say hello. Maybe a new face will inspire him. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss.
The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a counselor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse of all the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Ja, das waren wieder sehr viele Informationen, gerade wenn man das Spiel jetzt noch nicht kennt. Alles, was jetzt so in Baldur's Gate abgeht, können wir auch nochmal sozusagen ein bisschen hinten anstellen. Also momentan ist da der Gortash und die Stahlwache. Wir und Ravengard, der Entführte. Und sie ist auf dem Weg dorthin. Wir konzentrieren uns aber hier erstmal auf, da oben sieht man nicht so wild schon, auf den Schattenfluch und die Türme vom Mondaufgang und Ketheric Thorm. Karlach, du hast wieder was zu sagen. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. Möchte man ja, solche Männer dürfen keine Macht besitzen. No. But they always seem to get it, don't they? Ja, und sie hat ein persönliches Hühnchen mit Gortash zu rupfen, weil er sie an Zariel verkauft hat. Er ist der Grund, warum sie in der Hölle ist. Wow. So, dann haben wir hier den Arzt Kulach, wie auch immer. Der jetzt schon sehr, sehr lange hier liegt und nicht wirklich ansprechbar ist. Und er singt. Und er singt von Thaniel. Und diesen Namen haben wir schon mal gehört. Flame Color. That's your name, isn't it? Art Color? I'm Fistula. Thaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Ja, die Sache ist wir möchten ihn befragen wegen dem Herzog Ravengard, allerdings hat er eine viel wichtigere Information zum Schattenfluch. Ich habe den Namen Thaniel von einem Freund gehört, Helsen. Really? Could you bring him here? You'd be glad of the help, wouldn't you, sir? Kann er euch hören? You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. Barde, das Lied habe ich noch nie gehört. Vielleicht ist es von ihm selbst? Maybe he was a musician. Seine Leiche nach einem Hinweis auf sein Lieblingsinstrument untersuchen. Und ich bringe vielleicht auch gleich nochmal Helsen hierher. You notice the distinctive calluses on the man's hands, the kind only developed from decades of playing the lute. If you know how to get through to him, don't hesitate.
Das könnte ein magisches Leiden sein. Ich glaube, meine Bardin wird nicht viel mehr über das Leiden selbst rausfinden können. Gucken. He spent a long time in the Shadowfell, a Sharan realm without color or light. It's had a terrible effect on him. His mind lingers in the Shadowfell, but perhaps it can be returned. We need to remind him who he is. Some personal effects, maybe. Habt ihr schon nach persönlichen Gegenständen geschaut? This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. If he does, he isn't sane. Okay. What's that in his pocket? Looks official. Wecke Art. Ich vergesse immer, wie die den Namen aussprechen, ne? Wir nennen ihn einfach 8. So, wartet. Wir hatten die gekritzelte Notiz mit dem Ring zusammen. Habe ich auch noch nicht gelesen. Wie lange muss ich hier noch ausharren? Ich wollte schon vor allem 10 Tagen in Baldurs Tor sein. Aber dieser verfluchte Zöllner weigert sich standhaft, meine Papiere anzunehmen. Wenn Vater das erfährt, wird er außer sich sein. Dieses Dorf ist irgendwie seltsam. Die Leute hier machen den Eindruck, als hätten sie etwas zu verbergen. Die Schreine der Mondmein scheinen ungepflegt und verloren? Was? Was ist das für ein Wort? Verwahrlost kenne ich, aber verloren? Interessant. Ich hatte gehofft, mehr über Catherick Thorm, den Vorsteher des Dorfs, zu erfahren, aber sein Name scheint die Leute hier aufzuregen. Ich weiß nicht, ob ich es länger als eine Stunde in diesem abscheulichen Ort aushalte. Ich glaube, die Notiz stecke ich gleich irgendwo rein, die brauchen wir weiter nicht. Und das ist der Brief von Art. Rang Flamme. Ziel, Beschaffen von Informationen zu aktuellen Aktivitäten in den Türmen des Mondaufgangs und Umgebung. Geleitet von Catherick Thorm aus der alteingesessenen Thorm-Familie der Region. Befehle, Unterbringung im Gasthaus zum letzten Licht und Beginn der Nachforschung im Zollhaus. Unbestätigte Berichte deuten auf Korruption hin. Die Familie Thorm verehrt traditionell Selunen, doch Gerüchte zufolge gewinnt eine Enklave der Schariten an Macht. Untersuchen und berichten. Großherzog Eltan. Damit haben wir ganz viel Hinweise. So, rette den Großherzog. Wir haben Beraterin Flora im Gasthaus zum letzten Licht getroffen. Sie drängt uns dazu, nach Großherzog Ravengard zu suchen. Sie glaubt, dass in den Türmen des Mondaufgangs festgehalten wird. Rette die Tieflinge. Wir haben von Alfera erfahren, dass einige der Tieflinge zu den Türmen des Mondaufgangs gebracht wurden. Sie hat gebeten, sie zu retten. Hebe den Schattenfluch auf. Wir haben im Gasthaus zum letzten Licht einen geheimnisvollen, bewusstlosen Mann gefunden, der im Schlaf den Namen Thaniel gemurmelt hat. Wir sollten Helsin darüber informieren. Und finde Zeflor, der von den Kultisten überfallen wurde. Mit den anderen Tieflingen. Und wecke Art. Wir haben Arts letzte Befehle gefunden. Das Haus der Heilung zu untersuchen. Genau, und da müssen wir für ihn hin. So, also vieles spielt sich dann im Mondaufgang ab. Also die Tieflinge retten, nach Ravengard suchen, Catherick Thorm besiegen. Allerdings, um den Schattenfluch zu lösen, müssen wir dieser Art Sache nachgehen und dazu das Haus der Heilung untersuchen. Ja, denn ja, hier gibt es einen großen Abschnitt noch an Dingen, die wir erkunden können, und hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und ich könnte erstmal looten und Helsin dann hierher bringen. Ich brauche diese Überteil. Okay. Sag nicht. Ich brauche das. Looten, looten, looten. Lust des Siontar. Zeugnis eines Hafners. Ich muss auch nicht alles lesen, denke ich. Oh, da ist noch was.
Oh, warte mal, das ist eine Geige. Wir haben schon eine Geige. Okay. So, oben ist Isobel. Wir werden noch nicht mit ihr reden. Oh, warte mal. Ich glaube, ich will die Schuhe haben. Oder die hier? Gucken wir mal. Man, nur so als Tipp, ohne, ich versuche das nicht zu spoilern, aber mit Isobel würde ich sehr spät erst reden. Und vorher speichern. Aber ich kann schon mal in ihr Zimmer gehen. Sie steht draußen auf dem Balkon. Isobels Tagebuch. Sie hat sicher gar kein Problem damit, wenn ich das lese. Seit meiner Rückkehr trage ich einen grauenhaften Schmutz in mir. Ich spüre ihn in meiner Lunge. Ich kann ihn nicht loswerden, er wird nie wieder herauskommen. Dieser Tod, der in meinem Innern stinkt. Manche Dinge kann nicht einmal die Immunheit heilen. Manche Dinge würde sie in ihren Anhängern niemals dulden. Ich hätte nie zurückkehren sollen. Let's have a look. Eine Selonitenrobe. Schattenhose. Jemand die anziehen, ich glaube nicht. So, dann gehen wir jetzt erstmal ins Lager zurück. Und Karlach kommt mal kurz raus aus der Gruppe. What are you thinking about? Oh, come on. Oh, fuck. Aber warte, ich kann, glaube ich, sowieso ein... Also wir sagen Helsen Bescheid, dass wir jemanden gefunden haben, der mit dem Schattenfluch helfen könnte. Aber ich glaube, ich kann ihn trotzdem noch nicht in die Gruppe nehmen. Aber ich werde mal kurz Gale reinnehmen. Achso, und wir müssen mit Will reden wegen Ravengard, weil wir über seinen Vater jetzt Infos haben. I know well the pain of seeing your life's hourglass running empty. Grasping at any means of slowing the grains as they slip inexorably through your fingers. Karlach's fate may be ordained, but her actions are not. She will make each breath count. We can be sure of that. Ja. Tell me, what can I do for you? Komm mal kurz mit. With pleasure. Lead on. Elminster's not around, so might Weil wir ziehen mal das hier aus und das hier an. Ich finde, es steht ihm sehr viel besser als dieses lila Ding. Ach so, du hast auch das so Kram noch verkaufen. Richtig. Und du hast nehmen wir das wieder an. Ich muss die Handschuhe anders einfärben jetzt. Das passt jetzt nicht mehr. Das mache ich gleich. Ich habe ja noch Rot. Ich habe es nur jetzt gerade nicht hier. Ja. Da ich jetzt am Ende der Folge bin, damit wir das jetzt hier nicht rushen mit den Gesprächen, wir müssen ja auch noch mit Will reden, wir müssen mit Helsen reden, mache ich das dann am Anfang der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.